Judith Besitzer war ein Mann namens Viktor, eine dunkle und verschlagene Seele, die sich in der Macht, die er über seine treue Begleiterin hatte, suhlte. Er fand perverses Vergnügen daran, Judith leiden zu sehen. Um sich dominant und mächtig zu fühlen, würde er sie an einem verrosteten alten Pfosten in seinem Hinterhof anketten und sie dort ohne Essen oder Wasser tagelang den Elementen aussetzen. In den eisigen Wintern fror Judith in der Kälte und sehnte sich nach einer Decke, um sich darin zu wickeln. Sie sehnte sich nach Spielzeug zum Jagen und Knochen zum Kauen, aber ihre Welt war frei von solchen Annehmlichkeiten. Über ein quälendes Jahrzehnt hinweg beobachteten die Nachbarn schweigend, wie Viktor seine arme Hündin quälte. Sie konnten den Anblick von Judiths Leiden nicht ertragen, aber die Angst, Ärger zu bekommen oder als Diebe bezeichnet zu werden, hielt sie davon ab, einzugreifen. Sie zogen die Vorhänge zu und schauten weg, während sich das Unrecht vor ihren Augen abspielte. Jedes Bellen um Hilfe, jedes Winseln der Verzweiflung blieb unbeantwortet. Aber Judiths Schicksal sollte sich ändern. Es gab einen Nachbarn, Sarah, der das Martyrium nicht länger ertragen konnte. Sie konnte nicht länger wegsehen. Sie hatte genug vom Leiden Judiths gesehen, und ihr Herz schmerzte jedes Mal, wenn sie aus ihrem Fenster blickte und die elende Hündin im Hof angekettet sah. Sie sammelte ihren Mut und wandte sich an eine örtliche Tierschutzorganisation, um die verzweifelte Situation zu schildern. Als die Retter bei Viktors Haus ankamen, war die Szene noch schrecklicher, als sie es sich vorgestellt hatten. Judith lag in einer Grube aus eisigem Schlamm, ihr einst goldenes Fell verfilzt und schmutzig. Sie war abgemagert, dehydriert und konnte nicht laufen. Die Retter näherten sich dem zitternden Hund, ihre Herzen schmerzten vor Mitgefühl. Mit sanften Händen befreiten sie Judith von den schweren Ketten um ihren Hals, befreiten sie aus der Kralle ihres Peinigers. Viktor, der erkannte, dass seine bösen Taten enthüllt worden waren, machte eine hastige Flucht und verschwand in den Schatten. Die Tage, die folgten, waren voller Liebe und Fürsorge für Judith. Ihr wurde nahrhaftes Essen und frisches Wasser gegeben, ein warmer Schlafplatz und die Spielzeuge, nach denen sie ihr ganzes Leben lang gesehnt hatte. Langsam, aber sicher kehrte das Licht in ihre Augen zurück und ihr Geist begann zu fliegen. Nachbarn, die einst ein Auge zugedrückt hatten, um ihr Leiden zu sehen, schlossen sich jetzt zusammen, um ihre Genesung zu unterstützen und für sie ein Zuhause auf Lebenszeit zu finden. Judith fand eine Familie, die sie schätzte, eine Familie, die die wahre Bedeutung von Treue und Mitgefühl verstand.